Hallo Leute, heute werden wir da oben verfugen und auch anfangen, die Regenrinne anzubringen, beziehungsweise sie wahrscheinlich einfach ganz anbringen. Es hat heute schon recht viel geregnet. Ihr seht, es ist noch so ein bisschen grauer Vibe. Und jetzt hört es aber auf. Und dann können wir anfangen, hier zu arbeiten. So, da bin ich. Heute ist der Dachdienstag. Wir haben uns extra den Tag freigehalten, um das Dach zu machen, aber mit dem Regen müssen wir jetzt erstmal was anderes machen. Und dann fangen wir mal langsam an, weil die eine oder andere Sache, die gibt es da auch noch zu klären und das eine oder andere Material noch zu besorgen, aber dann wird hier losgedacht. Hier oben auf dem Dach jetzt angekommen, sehen wir auch schon, was die nächsten Schritte sind. Und zwar erstmal hier die Latten abnehmen, die wir hier temporär aufgebracht haben, damit die noch nicht verklebte untere Bitumenbahn nicht wegfliegt. Und danach werden für die Rinneneisen noch Aussparungen hergestellt. Dann werden die Rinneneisen angebracht, die Rinne eingehangen, dann kommt so ein Traufblech dran. Und dann können wir diese vordere Bahn hier wieder wunderbar dran kleben. Hier hatten wir temporär diese Hölzer angebracht, damit diese noch nicht verklebte Bahn nicht so umklappt. Und die müssen wir jetzt als erstes mal jetzt klappen wir hier um und dann kommt auf das Holz die Anzeichnung, um die Rinneneisen einzulassen. Hier wird jetzt die Unterspannbahn bündig abgeschnitten. So ist das jetzt hier abgeschnitten. Als nächstes kommt hier dieses Gitter an die Traufe, weil es gibt so eine Lüftungsebene und damit da keine Insekten oder Vögel oder sonstige Tiere sich eine Behausung bauen, kommt dieses Gitter hier dran. Hier ist die Lüftungsebene. Dort und davor kommt jetzt dieses Gitter. Mir gerade noch aufgefallen, dass ich erst noch einen Nut ausschneiden will für die Rinnenhalter und das mache ich mal besser, bevor ich die ganzen Traufentlüftungsgitterbleche da angebracht habe, beziehungsweise dieses Netz. Und von daher kommt jetzt als erstes erstmal das. Diese Rinnenhalter werden jetzt hier so eingelassen und dafür muss ich mit dem Stechbeitel ein bisschen was ausschneiden. So werden die letztlich dann hier angebracht und die Materialstärke soll dann im Holz versinken.
jetzt habe ich die Tiefe bestimmt, die ich überall erreichen muss. Und jetzt geht es darum, mit dem Stechbeitel noch überall auf die Tiefe zu kommen, sodass das Rinneneisen dann auch überall perfekt reinpasst. Das ist schon recht aufwendig, aber das Ergebnis lässt sich auch sehen. Von daher kommt das Ganze jetzt noch 21 Mal. Es geht jetzt wesentlich einfacher, nur am vorderen Brett die Auszinkung zu machen. So werde ich jetzt hier weitermachen. Und um die vorhandenen Nägel, die schon die Schalungsbretter festhalten, noch besser zu umgehen mit meinem Werkzeug, habe ich mir hier so einen Splinttreiber besorgt und werde versuchen, die dann noch so ein bisschen reinzuhämmern.
So, nächster. Jetzt hier in unserer Werkzeugbox die Hier ist jetzt schon überall dieses Entlüftungsgitter dran. Und da ist Cory am Arbeiten. Wir haben jetzt hier komplett ausgezinkt und dieses Trauf-Entlüftungsgitter komplett angebracht. Und jetzt schneide ich noch den Überstand an der Dachseite ab. Und dann sind wir bereit, die Rinneneisen zu biegen, anzubringen. Und dann können wir die Rinne einhängen und das Traufblech. Und dann sind wir fertig.
Hier nochmal das gesamte Werk. Bis da hinten. In diesem Video gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes zu erwerben, und zwar diesen Kalender, den wir angefertigt haben, mit 12 besonderen Momenten, die wir auf die 12 Monate 2025 verteilt haben. Also wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann kauft diesen Kalender und ihr könnt jeden Monat einen dieser besonderen Momente noch einmal wieder fühlen und euch daran erinnern. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei! Jetzt, wo wir oben die ganzen Aussparungen und auch das Draufentlüftungsgitter angebracht haben, geht es darum, die Rinnenhalter vorzubereiten. Da zeichne ich mir jetzt einmal an, wo die Rinne sitzt, und dann werden wir das Gefälle anzeichnen. Jetzt habe ich hier markiert, wo die Rinne im Eisen hängt, und jetzt müssen wir markieren, wie das Gefälle sein soll, damit wir dann die Rinneneisen biegen können. Hier habe ich jetzt markiert, wo die Rinne liegt. Das ist das tiefe Eisen, das ist das hohe Eisen, und jetzt muss ich hier oben markieren, damit sich hier ein Gefälle ergibt. Das soll die tiefste Stelle werden? Genau. Wir haben 22 Rinnenhalter für unsere 22 Sparren im Dach. Der eine wird der höchste Punkt sein, das ist rechts oben, und der andere wird der niedrigste Punkt sein, das ist links oben. Jetzt fällt mir gerade noch was auf. Der niedrigste Punkt muss, wenn man ein Gefälle von 3 mm auf jeden Meter hat, bei 13,3 Meter Dach 39,9 mm tiefer sein, also fast 4 cm. Wir haben jetzt überall die Rinnenhöhe angezeichnet, das ist dieser Strich. Und jetzt auf dem tiefsten sieht man quasi diese 3,9, also 39,9 mm. Die könnten wir jetzt so biegen, anbringen, und dann müssen wir die anderen anhand der Schnur ausrichten. Hier jetzt die Biegezange. Ja, jetzt, angeblich geht es so, dass wir jetzt hier diese angezeichnete Kante uns nehmen und dann tasten wir uns ran. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon sehr konservativ eingestellt oder soll ich das mal noch weiter reindrehen? Kannst du es noch konservativer einstellen? Das wird zu viel biegen. Diese Flügelmutter da hinten ist damit verklebt, also daran kann man auch drehen. Ja, okay. Endlich ein vernünftiger Hebel, Dieser Winkel reicht uns auch nicht. Wir haben ja, wahrscheinlich müssen wir super flach. Wir haben ja nicht so ein Spitzdach. So. Das sieht doch jetzt schon langsam nach einem Winkel aus. Aber dann. Upsi, sorry. Oh, naja. Ah ne, muss einfach noch mehr gebogen werden. Ja, muss noch mehr gebogen werden. Jetzt kann ich aber vielleicht schon mal schauen, ob wir den hier wieder aufkriegen. Da muss man den nicht weiter mitbiegen. So. Und das soll in eine Waage kommen letztlich, ne? Dafür brauchen wir jetzt noch mal. Nee, das soll nicht in die Waage kommen, sondern das soll 1 cm unter der Waage sein. Ah, okay, interessant. Ja, deswegen brauchen wir eine Wasserwaage. Aber jetzt mal Logik. Also erstens, wir müssen doch weiter nach hinten. Da. Ja. Ist es im Wasser? Ja. Auch die kurze. Ja, aber ich kann es ja mal einmal festbiegen, oder? Ja.
Würde man das so anbringen, ne? Mhm. Hey, wow, guck mal, wie toll das aussieht. Ja, das ist eine klassische Simulation hier, würde ich mal sagen. Das muss man ja auch noch da drunter einhängen, oder? Ja. Wir biegen jetzt noch ein bisschen nach unserer Testphase hier. Müsste das eigentlich noch etwas weiter gebogen werden, da die vordere Kante von der Rinne ungefähr 1 cm tiefer sein soll als in Waage. Warum auch immer. Ja, würdest du es so machen? Mhm. Ja, das muss man natürlich jetzt bedenken. Dann könnte man nicht jetzt im Moment, dass das in Waage sein soll. Das reicht ja immer noch nicht. Ja, aber es sind ja ist ja kein Zentimeter. Sondern? 0,5. Ja, dann muss noch mehr. Ja, das erkläre ich jetzt für sehr gut. Okay. Muss noch ein ganz bisschen ausgezinkt werden, damit ich die oberste Rinnenhalterung hier jetzt befestigen kann. Wie sagt man denn? Das sieht so toll aus, Leute. Ich mach die Biege, sagt man. Ich zeig dir gleich mal, ich mach dir gleich mal die Tour. Ja, ich habe das ja schon gesehen mit den Fenstern und so. Das sieht so toll aus. Wirklich. Richtig schön. Cori macht die Biege. Von der Wasserwaage zu der Kante. Das ist ungefähr 1 Zentimeter. Ja, dann lassen wir es. Ja. Ich glaube, so soll man es machen. Gut, also guck mal, ich habe so gemacht, ich habe quasi hier gemessen von der Kante so. Fachkundig bis Vorderkante? Nee, bis hintere Kante, ein bisschen weiter noch nach vorne, ganz bisschen minimal. Zu viel, viel zu viel. Ich weiß. Ja, so ist gut. Ja, so ist ja gut. Super. Dann schreibe ich es fest. Wir sind fertig für heute. Yes! Wir haben nämlich jetzt Besuch von Pierre. Tada! Und deswegen machen wir jetzt Feierabend. Was haben wir heute alles geschafft? Wir waren im Baumarkt. Wir haben die Insektengitter oben auf der Vorderseite angebracht. Wir haben an 22 Sparren die Ausbuchtungen für die Rinneneisen gebeitelt. Und wir haben jetzt die ersten, also den höchsten und den tiefsten
Punkt der Rinnenhalterung schon mal gebogen und befestigt und probiert, dass das auch konzeptuell passt und wissen jetzt, wie wir weitermachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst natürlich ein Like und auch einen Kommentar. Habt ihr schon mal ein Dach gedeckt oder eine Regenrinne angebracht? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!